Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Manchmal müssen Lebensmittel aufgebraucht werden, deshalb mache ich heute für euch aus dem, was der Kühlschrank hergibt, ein leckeres Essen. Ich mache heute Pute mit Salbei im Stile von Saltimbocca. Die gezeigte Menge der Zutaten reicht für 2 Portionen. Dazu habe ich 2 Putenbrustfilets, je ca. 230 Gramm, eine Handvoll überreife Tomaten, 3 überreife rote Paprika, ein paar Scheiben gekochter Schinken, der aufgebraucht werden muss, 4 übrig gebliebene Kartoffeln, rote Zwiebeln, Gemüsezwiebel und Knoblauch. Zuerst halbiere ich die Putenbrustfilets in der Dicke. Dann halbiere ich sie quer. Jetzt werden sie von beiden Seiten gesalzt und gepfeffert. Dann bekommt jedes Stück ein frisches Salbeiblatt. Dann werden die Putenstücke mit je einer Scheibe von dem Kochschinken belegt. In einer Pfanne erhitze ich etwas Olivenöl und gebe die Putenstücke mit der Seite der Schinkenscheibe zuerst hinein. Alles wird bei mittlerer Hitze etwas angebraten. Für den guten Geschmack gebe ich jetzt noch ein Stück Butter hinzu. Und sobald der Schinken etwas Farbe zeigt, werden die Putenstücke umgedreht und von der anderen Seite gar gebraten. Sobald die Putenstücke durch sind, nach ca. 5 Minuten, werden sie bei 70 Grad im Backofen warm gehalten. Nun werden die nicht zu groß gewürfelten rohen Kartoffeln in die Pfanne gegeben und im Olivenöl etwas angeröstet. Dann gebe ich eine grob geschnittene rote Zwiebel dazu. Während die Kartoffeln mit den Zwiebeln leicht braten, schneide ich die Tomaten in kleine Stücke. Die Tomaten kommen gleich mit in die Pfanne. Jetzt schneide ich 3 Frühlingszwiebeln in schmale Ringe. Die sind später zum Garnieren. Und schäle einige Knoblauchzehen. Dann gebe ich die geschälten Knoblauchzehen in die Pfanne. Nun würze ich mit reichlich italienischen Kräutern mit Salz. Alles lasse ich jetzt abgedeckt für ca. 15 Minuten auf kleiner Flamme leicht köcheln. Dann gebe ich die in grobe Stücke geschnittene Paprika hinzu.
Jetzt gebe ich noch etwas Olivenöl und einen Schuss Weißwein hinein. Alles wird weitere 10 Minuten circa, bis die Kartoffeln fast durch sind. Sie sollen noch etwas Biss haben, unter dem Deckel weiter geschmort. Sobald die Kartoffeln soweit sind, wird angerichtet. Guten Appetit! Bitte drückt den Abo-Knopf und ihr verpasst auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann habe ich noch verschiedene interessante Links für euch. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.